Um im Training eine Verbesserung zu haben, sind Ziele wichtig. Abnehmen, Kraftaufbau oder auch die Ausdauerverbesserung sind 3 Ziele, die man sich stellen kann und dementsprechend auch trainieren muss. Entscheidend ist, für was du dich entscheidest. Willst du deine Ausdauer trainieren, also so, dass du im Alltag leistungsfähiger bist und nicht so schnell aus der Puste, dein kardiovaskuläres System also ordentlich boosten, dann sind es so Einheiten, die auch im Bereich von 30 bis 90 Minuten sind und am besten so im Frequenzbereich von 18 bis 22, was so die normale Grundlagenausdauer ist, mit kleinen Spitzen bzw. Intervallen, die im Bereich von 22 bis 28 gehen. Hierbei ist es jedoch so ein bisschen unterschiedlich, welche Variante wir wählen. Wenn wir so die intensive Ausdauerbelastung dafür nehmen, dass wir unser kardiovaskuläres System boosten, dann sind es zum Beispiel Einheiten mit 5 bis 10 Minuten Warm-up und dann wählen wir zum Beispiel 3 mal 8 Minuten oder auch 5 mal 5 Minuten mit Einheiten oder mit Frequenzen, wo wir dann von 22, 24, 26 oder auch 24, 26, 28 steigern und dabei mit der jeweiligen Schlagfrequenzsteigerung in diesen 8-Minuten-Intervallen auch versuchen, unseren Schnitt anzuheben. Man kann es immer ungefähr so betrachten, dass wenn ich meinen Ausdauerschnitt, also wenn ich ganz normal bei einer Frequenz 20 fahre und zum Beispiel einen 2-0er Schnitt fahre, dass ich dann für die 22 einen Schnitt haben muss, der ungefähr 2 Sekunden schneller ist. So kann man sich ungefähr die Intensitätsbereiche vorstellen und dann bei der 24 dementsprechend 4 Sekunden schneller bzw. 2 Sekunden schneller zu 22. Der optimale Herzfrequenzbereich liegt dabei im Rahmen von bis zu 85% oder man sagt so 84 bis 87, 82 bis 87% der maximalen Herzfrequenz wären genau der Bereich, den wir da treffen wollen, um eben unser Herz-Kreislauf-System zu steigern und eine bessere Ausdauer zu bekommen. Wenn wir diese 3 mal 8 Minuten gefahren sind, dazwischen kann zwischen 2 bis 3 Minuten Pause gemacht werden, dann am besten nochmal locker eine Runde ausrudern und fertig ist eine richtig effektive Rudereinheit. Wenn wir jedoch zum Beispiel so ein leichtes 80-20-Prinzip fahren mit 80% in ganz lockerem Training, also eher GA1 oder ein unterer EXA-Bereich und 20% hochintensiven Bereich, dann müssten wir doch eher was wählen, was eben auch wirklich in den hochintensiven Bereich reingeht. Und das wären dann zum Beispiel so Einheiten mit 8 mal 30, 30, also 30 Sekunden richtig hart fahren, volle Belastung, 30 Sekunden locker. Zwischen diesen beiden Blöcken oder zwischen den 3 Blöcken dann grob 2 Minuten, 3 Minuten Pause und dann wieder 8 mal 30 Sekunden on, 30 Sekunden off. Das wäre zum Beispiel so ein ganz klassisches HIIT, also High Intensity Interval Training, und damit werden wir auf jeden Fall unsere VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, richtig ordentlich aufpusten, wenn man das denn regelmäßig macht. Wenn wir dieses 80-20-Prinzip fahren, das wäre dann die polarisierte Periodisierung. Das heißt, wir haben einmal immer ganz locker und ganz hart und lassen diesen mittleren Bereich, den wir eben mit zum Beispiel INA-Einheiten, mit so einer 3 mal 8 Minuten Einheit Belastung, lassen wir dann komplett weg. Man muss sich so ein bisschen orientieren, in welche Richtung man möchte, was eventuell auch für den eigenen Trainingsalltag richtig ist. Wenn man zum Beispiel nicht ganz so viel Zeit hat, dann sind es eher Sachen, dass man diesen Graubereich, den man beim polarisierten Training verwendet, wäre es so, dass man diesen Graubereich eher trainiert und das mit den hochintensiven Belastungen weglässt. Bei den hochintensiven Belastungen sind wir auch im Frequenzbereich von 32 aufwärts. Das heißt, man muss die Technik wirklich auch schon gut beherrschen und auch unter Ermüdung ordentlich halten. Da hilft natürlich auch der Virtual Coach, aber das sind so Sachen, auf die wirklich geachtet werden muss. Belastung kommt immer erst nach der technischen Komponente, also Technik vor der Belastung. Wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann bevor ich mir irgendwelche Probleme einruder, lieber aufhören und eine gewisse Pause machen, anstatt dass ich dann immer noch weiter draufhaue und zum Beispiel Rückenprobleme bekomme oder eine Fehlhaltung. Das wäre auf jeden Fall so der Punkt, um die Ausdauer noch besser hinzubekommen. Wenn ich es auch so haben möchte, dass ich kein Intervall fahren will, dann fahre ich zum Beispiel im EXA-Bereich eher an der oberen Kante der Herzfrequenz
Dazu könnt ihr gerne auch einmal unsere Belastungsintensitäten angucken, beziehungsweise wir haben ein Video dazu gemacht, wie die einzelnen Belastungen sind. Da klickt doch einfach mal hier oben. Und ansonsten freue ich mich auf eure Fragen. Schreibt die unten rein und bis zum nächsten Mal.